Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in den tiefen Wäldern Sibiriens. Valentin war ein armer Mann, ohne Familie, der allein in einem Dorf lebte. Er hatte nie die Mittel gehabt, eine höhere Ausbildung zu machen, aber er war ein kluger, freundlicher Mann, der vor keiner Herausforderung zurückschreckte. Als ihm die Stelle eines Försters angeboten wurde, nahm er sie ohne zu zögern an. Der Job klang perfekt für ihn. Er hatte sein ganzes Leben in den Bergen verbracht und kannte die Gegend wie seine Westentasche. Alle 2 Tage ging Valentin durch den Wald und sah nach dem Rechten. Eines Wintermorgens stolperte er während einem Routinegang über etwas, das sein Leben für immer verändern sollte. An diesem Tag war der Wald mit dichtem Schnee bedeckt und Valentin musste alle paar Schritte anhalten, um zu Atem zu kommen. Bei einer dieser Pausen hörte er ein leises Wimmern, das von irgendwo ganz in der Nähe kam. Er hielt inne und versuchte, den Ort des Geräusches zu lokalisieren. Doch als er die kleinste Bewegung machte, hörte das Winseln plötzlich auf. Valentin dachte, er hätte Halluzinationen und hörte Dinge, die nicht existierten. Doch gerade als er seinen Weg fortsetzen wollte, hörte er es erneut. Diesmal konnte er das Geräusch in der Nähe eines Busches vor ihm lokalisieren. Vorsichtig ging er auf das Geräusch zu und sah einen Kopf durch den Schnee ragen. Es war ein Tigerjunges. Das Tier weinte und schüttelte den Kopf, um den Schnee abzustreifen. Valentin sah es sich genau an und bemerkte blutige Bisswunden auf seinem Körper. Es sah außerdem so aus, als hätte es ein gebrochenes Bein. Der Ranger machte sich sofort auf den Weg, um dem Jungtier zu helfen. Er hob es auf und drückte es an seine Brust, während er sich schnell auf den Weg den Berg hinunter und zurück ins Tal machte. Valentin machte dem winzigen Jungtier ein Bett aus seinen alten Kleidern und verband das Tier, um die Blutung zu stillen. Dann sammelte er einige Stöcke aus dem Garten und band sie um das gebrochene Bein, um es zu stabilisieren. Das Jungtier wimmerte, ließ sich aber von ihm versorgen. Valentin dachte, der Tiger müsste hungrig sein, aber er wusste nicht, was er ihm füttern sollte. In seiner Hilflosigkeit wärmte er etwas Milch auf und brachte es dem kleinen Tigerbaby. Der Tiger war müde und hatte Schmerzen, schien aber an der Milch interessiert zu sein. Valentin stellte ihm die Schüssel auf den Boden und er begann langsam die Milch mit seiner Zunge aufzulecken. Der Ranger widmete seine Tage weiterhin der Pflege des Tigerbabys. Der Mann erkundigte sich, wie er das Tier zu füttern hatte, und das Junge wurde mit jedem Tag größer und größer. Mit der Zeit verheilten seine Verletzungen, aber es blieb eine lange Narbe an seinem Bein zurück. Valentin gab ihm den Namen Gor. Nach 6 Monaten war aus dem zarten Jungtier ein majestätischer Tiger geworden. Gor begleitete Valentin oft auf seinen Streifzügen durch die Berge. Bei diesen Spaziergängen bemerkte Valentin, wie Gor wie eine riesige Hauskatze im Gras herumtollte und spielte. Der Ranger war froh, dass der Tiger glücklich war. Dennoch war dem Förster bewusst, dass Gor immer noch ein Wildtier und nicht für ein Leben in Gefangenschaft gemacht war. Valentin musste eine schwierige Entscheidung treffen. Er musste Gor in die Wildnis entlassen. Der Mann brachte das Raubtier in den Wald und verabschiedete sich von ihm. Doch als er sich auf den Weg machte, folgte ihm der Tiger, so wie er es in den letzten 6 Monaten getan hatte. Valentin wusste nicht, wie er Gor dazu bringen sollte, in der Wildnis zu bleiben. Er versuchte es mit Schreien und Rufen, und sein Plan schien zu funktionieren. Gor hatte sein Herrchen noch nie wütend gesehen. Verängstigt rannte der Tiger in den Wald, und sein menschlicher Freund ging mit Tränen in den Augen zurück ins Dorf. Valentin patrouillierte weiter in der Gegend, aber er sah Gor nie wieder. 4 Jahre später hatte Valentin den Tiger fast schon vergessen. Der Mann hatte mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Während eines seiner täglichen Streifzüge fiel der Ranger in Ohnmacht und wurde zufällig von einem weiteren Dorfbewohner namens Dimitri gefunden, der in der Nähe Holz hackte. Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Mann ihn nicht gerettet hätte. Als Valentin wenige Wochen später erneut im Wald unterwegs war, spürte er einen kribbelnden Schmerz in der Taille und fiel erneut in Ohnmacht. Auch in diesem Fall schien es sein Schutzengel gut mit ihm gemeint zu haben. Valentin wurde von einem Wanderer entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte der Arzt fest, dass der Mann akute Probleme mit den Nieren hatte. Der Ranger blieb einige Tage im Krankenhaus, lehnte eine lebensrettende Operation aufgrund der hohen Kosten allerdings ab. Als er nach Hause zurückkehrte, nahm Valentin sein normales Leben als Ranger in den Wäldern wieder auf. Ein halbes Jahr später ereilte ihn jedoch ein weiterer medizinischer Notfall, diesmal waren seine Nieren in einem noch schlechteren Zustand als zuvor. Valentin lehnte die Operation erneut ab und versprach, bei seinen Spaziergängen im Wald mehr Pausen einzulegen. Im nächsten Sommer war er wieder auf Patrouille, als er Rauchschwaden aus den Bergen aufsteigen sah. Die Gegend war von Waldbränden heimgesucht worden, und der Ranger wusste, dass etwas nicht stimmte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und kamen Valentin sehr nahe. Daraufhin begann der Mann, so schnell er konnte, den Berg hinunter zu rennen. Leider stolperte er, geschwächt durch seinen Gesundheitszustand, und fiel hin. Der Mann lag hilflos am Boden und schaffte es nicht, sich aus eigener Kraft wieder aufzurichten. Währenddessen breiteten sich die Flammen hinter ihm gnadenlos aus.
Der Mann hatte bereits mit seinem Leben abgeschlossen. Hier draußen würde ihn niemand rechtzeitig finden und schon bald würden die Flammen ihn einkesseln. Doch in diesem verzweifelten Moment tauchte plötzlich ein Tiger vor ihm auf. Valentin wusste nicht, was er tun sollte. Das Feuer war hinter ihm und kam von Sekunde zu Sekunde näher, und nun stand ein Tiger vor ihm und versperrte ihm den Weg. Valentin schloss die Augen und beschloss, sein Schicksal zu akzeptieren. Doch was der Tiger als nächstes tat, schockierte ihn. Als er sein Maul öffnete, griff er nach seiner Kleidung statt nach seinem Fleisch und begann ihn von den Flammen wegzuzerren. Verblüfft begann Valentin hinter dem Tiger den Berg hinunter zu kriechen. Er war schon fast in Sicherheit, als ein brennender Ast von einem Baum fiel und ihn zu Boden riss. Der Tiger erlitt ebenfalls Verbrennungen, wich aber nicht von seiner Seite. Im Gegenteil. Das Raubtier zerrte den Ast von dem Mann weg und machte den Weg frei. Das Verhalten des Tigers verwirrte ihn sehr, aber das war nicht der richtige Moment, um seine Absichten zu hinterfragen. Der Koloss führte ihn nach Hause, und als er sicher war, dass der Mensch außer Gefahr war, rieb er seinen Körper liebevoll an dessen Beinen. Diese Bewegung riss Valentin in die Realität zurück. Er hatte gedacht, er würde träumen. Aber jetzt erkannte er seinen alten Freund Gore. Obwohl er gewachsen und größer geworden war, hatte der Tiger immer noch eine lange Narbe an seinem Bein. Valentin sah den Tiger an und fragte laut, ob er Gore sei. Als er seinen Namen hörte, sah er ihn an und stieß ein langes, anerkennendes Brüllen aus. Nach ein paar Minuten machte sich der Tiger jedoch auf den Weg zurück in den Wald. Valentin wollte unbedingt, dass sein alter Freund noch ein wenig länger bei ihm blieb, aber das Tier kannte nun seinen Platz in der Welt und ging zurück in seinen natürlichen Lebensraum. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Hund an, der von seinem Besitzer im Wald ausgesetzt wurde. Doch was der Wolf tat, wird dich schockieren.